Im heutigen Coffee Break geht es um den Unterschied zwischen Trading und Investieren. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Was ist der Unterschied zwischen Traden und Investieren? Wer investiert, investiert langfristig. Und wer investiert, der gibt sein Geld eigentlich in einen fundamentalen Wirtschaftskreislauf. Das heißt, er macht eigentlich nichts anderes als Unternehmen, Geld auszuleihen, sei es in Form von Obligationen oder sei es in Form von Aktien. Und die Unternehmen müssen dann mit dem Geld versuchen, über einen Wirtschaftszyklus einen Gewinn zu erwirtschaften. Aber ein Wirtschaftszyklus dauert ein bisschen länger. Wir wissen es alle, es kann mal 5 Jahre gehen, es kann auch mal 12 Jahre gehen. Das heisst, auch als Investor muss man ein bisschen Geduld haben, bis sich das Resultat einstellt. Also wichtig, der Investor investiert langfristig und dann gibt es das Geld der Wirtschaft zur Verfügung. Der Trader macht etwas ganz anderes. Auch der Trader setzt sein Geld, sein Kapital am Risiko aus, aber er gibt es nicht der fundamentalen Wirtschaft, sondern er versucht eigentlich Preisineffizienzen oder falsche Preise im Markt auszunutzen, in der Hoffnung, dass der Trader voraussehen kann, wie sich die falschen Preise kurzfristig korrigieren werden. Das heißt, der Trader macht möglichst viele Trades in der Hoffnung, dass die Trades aufgehen. Es gibt verschiedene Trader, professionelle Trader. Es gibt solche, die machen das über einen Zeitraum von wenigen Monaten, andere machen es über einen Tag oder innerhalb von einem Tag, sogenannte Daytraders, aber dann gibt es auch Hochfrequenz-Trader, und die machen das mit Algorithmen innerhalb von Millisekunden. Wichtig für einen Privatinvestor oder Trader ist zu verstehen, dass Handelskosten da ganz eine wichtige Rolle spielen. Viele Strategien, Handelsstrategien oder Tradingstrategien, die vielleicht auf dem Papier oder in einem Excel-Sheet aufgehen, gehen in der Realität nicht auf, weil jeder Kauf, jeder Verkauf Transaktionskosten verursacht. Das sind einerseits Courtage oder Brokerage-Kosten, andererseits die sind noch grösser, der Bid-Ask-Spread oder die Geldbriefspanne auf der Wertschrift. Und dann haben wir in der Schweiz auch den Stempel, die Stempelgebühr, und die kommt bei privaten Investoren auch zum Tragen. Provis haben die nicht, aber private Investoren zahlen den Stempel. Noch ein Unterschied zwischen professionellen Trader und privaten oder Hobbytrader ist, dass professionelle Trader sehr viel Geld und Zeit in das investieren. Sie geben Geld aus, damit sie zum Beispiel an Wirtschaftsinformationen ein paar Millisekunden früher ankommen, dass sie die früher erhalten. Oder sie geben viel Geld aus, damit ihre Trading-Algorithmen auf den IT-Systemen laufen, wo ein Börsensystem laufen, sogenanntes Co-Hosting, damit die Wegstrecke vom Informationsfluss auch nochmal ein paar Millisekunden schneller ist, damit sie damit einen Vorteil gegenüber am Rest von allen Tradern haben. Oder sie kaufen den sogenannten Order Flow von gratis Trading-Apps. Es gibt Trading-Apps, mit denen kann man gratis traden, das klingt natürlich verlockend, aber die verdienen ihr Geld mitunter damit, dass sie die Information, wer wenn was kauft oder verkaufen möchte, bevor es passiert, ein paar Millisekunden bevor es passiert, an professionelle Trader verkaufen. Darum, wer nicht selber als Beruf im Wertschriftenhandel tätig ist, der lässt vielleicht besser die Finger vom Traden und investiert langfristig. Für viele ist Trading auch ein erster Einstieg in die Börsenwelt. Wenn der Trade aufgeht, dann schüttet es Dopamin aus. Wenn der Trade nicht aufgeht, dann blendet man es aus. Es ist ein bisschen wie TikTok für Erwachsene. Aber irgendwann merkst du, es kostet dich sehr viel Zeit und noch viel schlimmer, langfristig kostet es sich eigentlich viel Geld. Es gibt sehr viele Beispiele von Leuten, die jahrelang Trading betrieben haben und einen Großteil von ihrem Vermögen mit dem eigentlich in Transaktionskosten verloren haben. Was sind deine Erfahrungen mit Trading? Sind deine Trades aufgegangen? Hast du langfristig Geld damit verdient oder ist es runtergegangen? Das würde mich sehr interessieren. Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.